Der Kanzler lädt zu einer Westbalkan-Konferenz in Wien. Neben einer Impfstoffspende geht es auch um die Migrationsrouten. Live im Studio ist dazu Nadine Gruber. Ihre Organisation beobachtet den Umgang mit Flüchtlingen an europäischen Grenzen. Schön, dass Sie noch wach sind. Ich begrüße Sie zur ZIP-Nacht. Bundeskanzler Kurz hat heute seine Amtskollegen aus mehreren Staaten des Balkans in Wien empfangen. Am Ende des Treffens stand dann eine Impfstoffspende, ein Versprechen, dass Österreich 1 Million Dosen bereitstellen will. Und dann ging es aber auch um die Migration. Man will enger zusammenarbeiten, um Menschen aus Flüchtlingslagern an der Durchreise nach Mitteleuropa zu stoppen. Thomas Heuss. Wir haben Platz ist ein Slogan bei einer Demo, zu der die Plattform für eine menschliche Asylpolitik aufgerufen hat. Genug Platz war auch am Heldenplatz. Wohl auch hitzebedingt war der Zulauf für diese Aktion überschaubar. Die Gegenveranstaltung jedenfalls zu dem Treffen im Bundeskanzleramt. Die serbische Regierungschefin und ihre Kollegen aus Bosnien, Nordmazedonien, dem Kosovo, Montenegro und eine Vertreterin Albaniens sind angereist. Es geht um illegale Migration, um EU-Beitrittsgespräche und natürlich um die Pandemie. Wir werden ab August bis Ende des Jahres 1 Million Impfdosen aus der Republik Österreich an die Westbalkanstaaten liefern. Dafür sollen die Westbalkanstaaten dafür sorgen, die Migration auf der Balkanroute besser in den Griff zu bekommen. Ein massives Problem, wie der Kanzler sagt. Aus der Sicht von Menschenrechtsgruppen sind aber auch sogenannte Pushbacks, gewalttätige Zurückweisungen an der EU-Außengrenze ein Problem. Tausende Fälle sind erfasst. Eine Dokumentation wird dem Parlament übergeben. Das ist barbarisch, eine Verletzung des absoluten Folterverbots. Und deswegen gibt es hier, Frau Kollegin Kugler, nichts zu relativieren. Die ÖVP-Vertriebenensprecherin stellt klar: Wir stehen für eine geordnete Migrations- und Flüchtlingspolitik. Die Migrantenzahlen in Europa steigen wieder und damit auch Aktivismus und Emotionen auf allen Seiten. Live bei mir im Studio begrüße ich jetzt Nathalie Gruber. Sie hat den Menschenrechtsverein Josua gegründet und vertritt das Border Violence Monitoring Network. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Frau Gruber, Sie beobachten den Umgang, wir haben es gehört, der Grenzbehörden mit Menschen, die versuchen, nach Europa zu kommen und dann auch in Europa weiter zu reisen. Wie geht es denn dort zu an den Grenzen? Was haben Sie in Erfahrung gebracht? Prinzipiell ist seit 2016 das Bild so, dass Menschen illegalerweise zurückgeschoben werden an den Grenzen in sogenannten Pushbacks, die illegal sind nach Europarecht, nach internationalem Recht und dann wegen dem Europarecht auch nach nationalstaatlichem Recht. Können Sie das vielleicht gleich zu Beginn ganz kurz ausführen? Weil es gibt ja die Argumentation, Europa muss auch seine Außengrenzen schützen. Was genau ist illegal an diesen Pushbacks? Illegal daran ist verschiedenste. Also es sind wirklich wahnsinnig viele Rechte, die damit gebrochen werden. Die wichtigsten davon sind natürlich das Menschenrecht auf Asyl, also auf das Recht, einen Asylantrag zu stellen. Dann gibt es noch 2 ganz wichtige Gesetze, die damit gebrochen werden, die vor allem im Völkerrecht wichtig sind. Das eine ist das Verbot der kollektiven Zurückweisungen, sprich, dass Asylgesuche nicht individuell angehört werden, sondern Menschen als Gruppe ohne eine Prüfung ihrer eigenen Situation zurückgewiesen werden. Und das Allerwichtigste ist das Prinzip des Non-Refoulement, das festgeschrieben ist in diversen Verträgen, unter anderem der Genfer Flüchtlingskonvention. Das heißt, Menschen dürfen nicht in Staaten zurückgeschoben werden, wo ihnen Gefahr drohen könnte. Und das passiert durch Kettenabschiebungen, durch diese Kettenrückschiebungen. Ja. Jetzt haben Sie gesagt, seit 2016, also das wird schon über Jahre hinweg beobachtet. Es gibt natürlich auch schon Reaktionen dann vereinzelt von Frontex, von anderen Grenzbeamten. Und die EU-Kommissarin für Inneres hat dazu vor kurzem gesagt, sie sei besorgt, dass es so viele widersprüchliche Berichte darüber gibt, was an den Grenzen passiert. Was ist denn Ihre Darstellung und welche Informationen haben Sie denn konkret? Unsere Darstellung ist das, was wir in diesen 2 Büchern, was eigentlich ein Buch hätte sein sollen und aufgrund der umfassenden 1500 Seiten nicht in einem gedruckt werden konnte, weil die Beweislast so groß ist, dass sich das nicht ausgegangen ist. Unsere Darstellung ist einfach das, was wir als Border Violence Monitoring Network seit 2016, seit der Schließung der Balkanroute dokumentieren. Und da sammeln wir hier 13.000 Menschen, die Erfahrung gemacht haben, dass sie zurückgeschoben wurden. Wir gehen da sehr methodisch vor in der Beweissammlung, die wir machen. Das heißt, wir haben 14 Partnerorganisationen in diversen Ländern entlang der Balkanroute, die alle nach derselben Methodik vorgehen. Und das heißt, wir nehmen die Berichte, die Aussagen von Menschen aus erster Hand auf, direkt nach dem Pushback. Wir gehen da mit kritischen Fragen in die Details.
Wir belegen das mit Geolocation-Data, wir belegen das mit natürlich auch Krankenhausberichten, die die Verletzungen dokumentieren, die während dem Pushback zugefügt werden. Und danach belegen wir das alles, indem wir auf 2 Ebenen kontrollieren, ob das, was gesagt wurde in den Aussagen, tatsächlich auch stimmt, mit verschiedenen Ortsangaben und so weiter. Das heißt, es ist sehr methodisch. Wir haben da absolut keine Zweifel, dass das stimmt, was wir hier gesammelt haben. Und es gibt etliche andere Berichte, die dasselbe machen. Es gibt sogar Videos, die Pushbacks zeigen. Die widersprüchlichen Angaben kommen dann daher, dass Regierungen und auch Frontex zum Großteil einfach leugnen, dass das geschieht. Natürlich leugnen sie das. Sie sind die Täter. Sie brechen Recht. Sie brechen Menschenrecht. Und selbst Frontex und auch die griechische und die kroatische Regierung, die da die Haupttäter sind, würde ich meinen, die 3, die haben auch ihre Argumentation nicht sehr einstimmig. Es gab zum Beispiel die kroatische Präsidentin, die mal gemeint hat, natürlich muss man Gewalt anwenden, um Menschen zurückzuschieben. Und auch Griechenland, die angeben damit, dass sie die Ankunftszahlen um 95% reduziert haben. Wie, wenn es keine Pushbacks gibt? Also Sie haben hier einiges gesammelt. Die Vorwürfe stehen im Raum. Die EU hat jedenfalls eine Untersuchung und Aufklärung angekündigt. Ja. Wir werden das selbstverständlich weiter verfolgen. Frau Gruber, für heute sage ich vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke für die Einladung. Danke sehr. Danke.